Stadtwerke Winterthur ist für die Versorgung der Stadt Winterthur zuständig. Wir haben rund 70'000 Kunden. Wir betreiben im elektrischen Netzebene 3 bis 7. Wir haben 10 Kilometer Hochspannungsleitungen, die uns gehören, 240 Kilometer Mittelspannungsleitungen und rund 700 Kilometer Niederspannungsleitungen, wo dann alle unsere Kunden versorgt werden. Genau, wir haben 5 Unterwerke auf der Netzebene 4. Wir haben rund 400 Trafostationen. Wir sind ein Querschnittsunternehmen, also ein Querverbundsunternehmen. Nebst dem elektrischen Netz betreuen wir noch ein Gasnetz, ein Fernwärmenetz mit einer dazugehörigen Kehrichtverwertungsanlage. Wir schauen für das Abwasser und für das Frischwasser und haben auch eine Abwasseraufbereitungsanlage. Dann will ich auch unsere Kollegen von der Telekom nicht vergessen. Die betreiben auch noch 2 Netze. Wir haben ein FTTH-Netz auf Stadtboden und auch ein Darkfiber-Netz. Die grösste Herausforderung ist sicher die voranschreitende Elektrifizierung, das in verschiedenen Bereichen. Ein Schlagwort ist sicher die Elektromobilität, das andere sind die Wärmepumpen oder einfach das erneuerbare Heizsystem, das immer mehr kommt. Das fordert unser Netz, dass wir unser Netz fit behalten für die Zukunft. Wir im Moment sehr viele Daten sammeln. Für die Daten muss man nachher ein System haben, das die Daten aufarbeiten können, visualisieren. Und am Schluss brauchen wir auch Spezialisten, die die Systeme erstens bedienen können und dann auch mit den Ergebnissen etwas anfangen können. Und dann ist es halt auch so, dass wir im städtischen Netz sehr heterogene Verteilung haben. Dadurch hilft uns natürlich Adaptricity im Moment stark, weil wir die verschiedenen Topologien relativ gut können überblicken und auswerten, oder? Wir haben Adaptricity SIM 2020 eingeführt. Wir haben 2017 schon angefangen mit einem Projekt. Daraus hat es nachher eine Bedarfsanalyse gegeben. Wir haben dann eine Submission gestartet. Das geht meistens ein bisschen länger im politischen Prozess. Das ist etwa 3/4 Jahr bis ein Jahr. Und nachher haben wir etwa 1,5 Jahre Implementierungsphase gehabt und haben es dann 2020 produktiv genommen. So ist das heute. Wir nutzen verschiedene Stammdaten aus dem GIS, aus dem SAP, aus dem Smart Meter System raus für Zeitreihensimulationen und alles über das SAP Pool in Adaptricity SIM implementieren. Ja, der grosse Vorteil von der Adaptricity SIM gegenüber unserem alten Simulationstool ist natürlich da, dass wir die Netze vollkommen abgebildet vorhanden haben, tagesaktuell. Damit ist immer das ganze Netz ersichtlich. Die Mitarbeiter sehen den Einfluss, die sehen den Zusammenhang viel besser. Und natürlich bietet Adaptricity mega viele Berechnungsmethoden, die man je nach Bedarf dann anwenden kann. Bevor wir Adaptricity eingeführt haben, haben wir eigentlich immer noch auf Bedarf reagiert. Also entweder hat es Kundenanfragen gegeben, die irgendetwas Neues im Netz installieren oder vom Tiefbauamt im neuen Projekt gekommen, wo wir uns dann mitmachen bei der Sanierung von gewissen Quartieren. Oder dann auf der anderen Seite hat man den Alterungsersatz von der Anlage, oder? Und man hat eigentlich nur reaktiv eine Netzplanung dann gemacht. Nebst dem hat man dann auch jährliche Messkampagnen gemacht, sehr aufwendig, um einfach die Lastentwicklung in den verschiedenen Netzen zu erfassen. Und das kann man heute eigentlich alles mit dem Datenzusammenschluss relativ einfach in der Adaptricity darstellen. Man hat das immer tagesaktuell zur Verfügung. Zudem haben wir da ja auch die Möglichkeit gehabt, mit dem Tool zusammen eine Zielnetzplanung auf Netzebene 7 zu machen, also im 400-Volt-Netz. Und mit dieser Zielnetzplanung, die wir jetzt gemacht haben, meine ich für die nächsten 10, 20 Jahre ein ziemlich gutes Bild, wie viel zusätzliche Kilometer an Kabel die ganze Elektrifizierung wird brauchen. Und von dem her können wir ziemlich gut jetzt Kostenfolgen abschätzen oder auch zum Ressourcenplanen die Ressourcenabschätzung zu machen. Also die grösste Herausforderung war, dass das Netz nicht aktuell war. Das heisst, bei Beurteilung von Anschlussgesuchen haben wir mit Musternetz geschafft. Das heisst, das war eine kleine Abbildung von dem Teilnetz, wo die Beurteilung stattfinden musste. Und heute, dadurch, dass das GIS angebunden ist, hat man immer den aktuellen Stand vom Teilnetz zur Verfügung und kann die Analysen oder Beurteilung sofort machen. Wir nutzen Adaptricity SIM und die Lösung ist als On-Premise in einem Rechenzentrum bei unserem Informatikdienstleister installiert.
Also mit der Adaptricity SIM haben wir ja jetzt alle Netze digital und täglich aktuell im Tool vorhanden. Das haben wir vorher nicht gehabt. Das spart natürlich sehr viel Zeit, um überhaupt die Netze zuerst einmal so zusammen zu bauen, wie man es braucht. Die Fehlerquelle wird dort minimiert. Auf der anderen Seite bietet das Tool auch sehr viele Berechnungsmethoden. Es bietet auch einen Anschlussgesuchsassistent. Mit diesen Berechnungsmethoden und dem Assistent können wir mit dem gleichen Personal ein 4-mal größeres Pensum erfüllen. Durch das wir einen Stresstest haben, haben wir da ja eine Zielnetzplanung auf Netzebene 7 machen. Haben wir vorher nicht können und das können wir heute. Mitarbeiter haben ein sehr hohes Fachwissen, sind sehr interessiert. Man kann dort die Ideen, die Vorstellungen mal einbringen. Es wird diskutiert. Mitarbeiter sind sehr lösungsorientiert, dass man am Schluss immer irgendeinen Weg findet, um das umzusetzen und dass das irgendeine gute Sache gibt. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Was man natürlich sicher auch muss erwähnen ist, wie du gesagt hast, man soll sich vorher ein paar Gedanken machen, was man will. Ich finde das Bedienen von Adaptricity sehr intuitiv. Also man fühlt sich sehr schnell wohl und ich sage, mit einer gewissen Fachexpertise wird man sehr schnell herausfinden, für was man was brauchen kann. Und das spüre ich auch bei den Kollegen. Es wird sehr gut aufgenommen und sie fühlen sich sehr wohl mit dem Tool.